Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog, zum neuen Update hier von unserem Traumhaus, sage ich mal, und von unserem gerade entstehenden wunderschönen Garten. Heute ist der 1. Mai und ja, gestern war ein ganz entspannter Abend, ein bisschen Hexenbrennen draußen. Wir waren auch noch gucken, haben uns mal angeschaut. Bei uns hier im Ort ist die Nacht vorher schon das Feuer runtergebrannt, also der Haufen. Aber ja, Gott sei Dank noch genug Sträucher zusammenbekommen, dass es dann doch noch funktioniert hat. Ja, auf jeden Fall ist heute der 1. Mai. Morgen heißt es wieder arbeiten, aber da wollen wir jetzt nicht dran denken, sondern heute ist erstmal Entspannung angesagt. Wir haben auch jede Menge zu tun, jetzt wo das Wetter wieder warm ist. Ich habe noch eine schlechte Nachricht, und zwar, wenn wir jetzt gerade hier hinten sind, der einzigste Pfirsich, der hier gewachsen ist, der ist leider doch vom Frost in Mitleidenschaft gezogen worden, sowie auch ein paar Spitzen der Blätter, aber ansonsten hat der Baum das ganz gut verkraftet. Ja. Der Birne zum Beispiel, der hat gar nichts ausgemacht. Ja. Auf jeden Fall wächst und gedeiht es alles. Schaut euch das mal an hier. Hier wächst auch noch wieder ein wilder Ahorn. Da muss ich auch mal gucken, was ich damit mache. Ob wir den hier irgendwo hinpflanzen, weil dort direkt am Haus kann er nicht stehen bleiben. Weil dann wächst er uns dort in die Kellerwand rein, sage ich mal. Und dann kann das sein, dass wir dort ein Feuchtigkeitsproblem bekommen. Ja. Naja, wir müssen mal schauen, was heute so anliegt. Auf jeden Fall Unkraut jäten. Ich werde auch mutig sein und habe mir überlegt, wir pflanzen heute schon mal einen Großteil des Gemüses raus. Vielleicht sogar die Stangenbohnen. Man sagt ja eigentlich so Mitte Mai die Eisheiligen, aber so laut Wetterbericht wird es jetzt zumindest die nächsten 10 Tage nicht unter 7, 8 Grad sein. Also dann gehe ich mal davon aus, das hat sich für dieses Jahr erledigt. Ich hoffe, mein Bauchgefühl hat recht. Ja, ansonsten seht ihr ja schon, hier ist ganz schön ausgedünnt. Der Salat, der macht sich langsam. Die Zucchinis kommen heute raus. Ja, und das andere Zeug, das steht schon hinten. Das kann ich euch mal im Prinzip jetzt einfach mal zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mal wieder so ein richtiger Vlog wird, wo ich zwischendurch immer was erzähle, oder ob das jetzt wieder so ein Übertonungsvideo wird. Das entscheide ich nachher einfach aus dem Bauchgefühl raus. Ja, so sieht das hier aus, gerade aktuell. Also es sprießt und gedeiht. Da hinten das Eck, das muss ich nachher noch machen. Da muss ich nachher noch Beikräuter rupfen. Ich habe gestern schon angefangen, so ein bisschen nach der Arbeit. Ja, und hier dann auch schon die Kohlrabi rausgepflanzt. Den Mais habe ich schon mit rausgenommen. Die rote Beete. Ja, und dann schauen wir mal. Hier übrigens auch die Erdbeeren. Muss ich noch das restliche Stroh runterholen. Also so wie es aussieht, wird es dieses Jahr sehr viele Erdbeeren geben. Die anderen Erdbeeren, die stehen hier noch. Dort auf dem Tisch. Die müssen wir auch noch rauspflanzen. Die werden ja erst nächstes Jahr so richtig Ertrag bringen. Da habe ich mir überlegt, da machen wir so eine Pyramide. Allerdings weiß ich nicht, ob das dieses Jahr zeitig zu schaffen ist. Deswegen schauen wir einfach mal, weil ich muss auch noch ein bisschen Garten umgraben. Und ihr seht hier, kann auch ein bisschen aufgeräumt werden. Also das ist frisch gewaschene Bettwäsche. Hier steht noch was rum. Und ja, ein bisschen Platz könnte man hier machen. Und ja, wahrscheinlich hier der Grill hinter mir, den schmeißen wir heute Mittag dann noch an. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ran. Eine Wespe. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns später. Ciao. Ja, und damit ein herzliches Willkommen auch von mir hier. Jetzt schon wieder fast 20 Tage später. Heute ist der 19.05. Und ja, eigentlich schon relativ spät. Es ist gleich 10:30. Ich habe mich eigentlich heute auch wieder nicht dazu durchringen können, hier diesen Vlog zu schneiden.
Ja, da könnt ihr euch jetzt, dass ihr überhaupt was zu sehen bekommt, am heutigen Tag könnt ihr euch mal bei Sarah bedanken. Sie hat mir ein bisschen ins Gewissen geredet und hat gesagt, ja, willst du nicht endlich mal machen, bevor halt alles ganz einschläft. Und ja, so habe ich dann jetzt halt ein bisschen den, ja, Hintern hochgekriegt, wie man so schön sagt. Ähm, ja, dass jetzt so lange nichts gekommen ist und beim letzten Mal ja auch davor schon eine Pause war, das liegt immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach an dieser ganzen Problematik mit der Arbeit aktuell noch. Wie ihr ja wisst, ich will auch gar nicht zu viel verraten, ist das ja ein sehr anspruchsvoller Job und ja, hier zum Beispiel auch einen kleinen Einblick mal, da war ich auf einer Geschäftsreise, hab da mal das Hotelzimmer gefilmt. Ähm, ja, wie gesagt, ein sehr anspruchsvoller Job und das beschäftigt mich immer noch wahnsinnig. Ich liebe das, dort zum Arbeiten einerseits. Also ich liebe es auch, mich zu organisieren. Ich liebe es, Pläne zu machen. Ich liebe alles so dort drumherum. Aber, liebe Leute, ich habe auch einen kleinen Schwachpunkt und das ist halt so ein bisschen, ich will halt immer, dass alles perfekt läuft. Ich bin irgendwo ein Stück weit einfach ein Perfektionist und das führt halt wiederum dazu, dass ich mir viel mehr Arbeit antue, als ich eigentlich bräuchte. Und das ist dann so ein Teufelskreis, da kommen wir dann jetzt wieder an der Stelle, dass ich mir ja permanent auch immer Druck mache und daher auch ein wahnsinniger Stress kommt und ich einfach ja manchmal an vielen Tagen in der Woche gedanklich gar nicht rauskomme bei der Arbeit und einfach noch vom Kopf her drin stecke und das macht einen halt auch ein Stück weit unglücklich, wenn halt man das Gefühl hat, dass man immer wieder hinterher arbeitet, immer wieder gar nicht an den Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist alles gut vorbereitet. Das hatte ich jetzt vielleicht 2, 3 Mal in der ganzen Zeit, wie ich dort jetzt arbeite. Und ansonsten bin ich halt immer wieder dabei, ja, auch Brände zu löschen. Und hier sieht man mal gerade, wenn wir gerade beim Bild sind, das Restaurant, wo wir abends auf der Geschäftsreise gegessen haben. Also super altes Häuschen. Mega cool. Im 2. Stock haben wir dort gesessen und ja, war super gemütlich. Also so richtig 1400, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, ist es einfach so, ich bin trotzdem an vielen Tagen noch diese kleinen Brände am Löschen. Und das stresst mich noch zusätzlich. Und jetzt am Freitag war halt wieder so eine Situation, wo dann halt so 2, 3 Sachen aufgeploppt sind, die ja zum einen ein Detail, was mir dann in der Planung irgendwann mal unter den Tisch gefallen ist, weil ich halt permanent am Rotieren bin. Und zum anderen halt auch wieder 2, 3 Kollegen, die ja, einfach versuchen permanent überall irgendwo mal eine freie Minute reinzukriegen und naja, das ist halt organisationstechnisch auch wieder ein Problem und so kommt man dann von einem und zum anderen und dann läuft es halt nicht perfekt und das macht halt einen die ganze Zeit permanent unzufrieden. Ja, und das schlägt sich natürlich auch dann sehr aufs Privatleben nieder, weil ich halt einfach von der Arbeit komme, ich schalte nicht ab, ich bin halt immer noch mit dem Kopf bei der Arbeit. Dann so Arbeiten wie jetzt hier gerade zu sehen, so im Garten, da kann man natürlich hervorragend abschalten, da bin ich natürlich dann ganz woanders. Genieße das auch, nur ja, kaum bin ich dort wieder raus, bin ich meistens gedanklich wieder drin, genau wie jetzt in dem Moment hier, während ich hier gerade rede und den Vlog mache halt auch, bin ich auch schon wieder gedanklich am Planen, wie mache ich das jetzt kommende Woche, wie organisiere ich das jetzt am Dienstag, am Mittwoch und dann haben wir Donnerstag, Freitag auch nochmal so eine Geschichte. Dann habe ich ja selber auch noch einen Haufen Zeug zu erledigen. Ich muss noch eine Schulung vorbereiten, wo ich dann halt auch einen Vortrag halten muss. Und dann haben wir noch ein wichtiges Meeting demnächst, wo nochmal auch viel Vorbereitungszeit reinfließen muss, weil es da halt auch um Zusammenarbeit geht und man halt auch wesentliche Punkte beleuchten muss und so weiter und so fort. Ja, dann steht auch noch nächsten Samstag ein Messebesuch an und das ist halt alles ein Haufen Zeug, was man halt ständig im Kopf hat und man findet einfach kaum
Zeit, wo man halt auch mal für sich alleine mal eine Minute hat oder wo man halt ja auch mal nicht daran denken muss. Und das, ja, ist schon etwas, das beschäftigt mich, seit ich dort arbeite jetzt permanent. Das hat tatsächlich das Privatleben sehr beeinflusst. Ihr wisst ja, wenn ihr jetzt schon länger dabei seid mit den Vlogs, ich habe eigentlich in jeder Lebenssituation immer weitergemacht, was die Vlogs angeht, weil es einfach auch Spaß macht. Es ist auch ein Haufen Arbeit, das alles zu schneiden, keine Frage, aber es macht halt auch ein Stück weit Spaß. Und ja, jetzt sind wir halt wirklich so an einem Punkt, wo es halt einfach nicht mehr ging, größtenteils. Und selbst wenn ich hätte wollen, dann ist es manchmal auch einfach von der Laune her nicht gut und manchmal halt einfach von der Zeit her nicht. Da hat man dann halt wirklich, ja, an einem Samstagabend ausnahmsweise mal Zeit ein bisschen für sich und dann überlegt man halt 10-mal, will ich das jetzt wirklich noch in 5 Stunden Video-Rendering reinstecken, schneiden, rendern und so weiter, oder will ich das jetzt einfach mal genießen? Ja, und das ist halt wahnsinnig schwierig. Deswegen wirklich die Situation, die ganzen letzten Wochen immer wieder angefangen, Intros gemacht, zwischendurch mal eine Kleinigkeit gefilmt, ja, und dann wieder tagelang gar nicht und am Sonntag sowieso keine Lust gehabt und ja, an dem Punkt sind wir jetzt. Aber ich möchte natürlich, oder beziehungsweise wir möchten natürlich, dass es weitergeht und wir wollen ja auch, dass es, da habe ich übrigens Gras geschnitten, um für die Hasen ein bisschen Heu zu machen. Das hatte ich einfach hochwachsen lassen, weil ich dort sowieso ein Beet anlegen will oder schon angelegt habe zum Teil. Naja, auf jeden Fall, ja, soll das ja weitergehen. Wir wollen ja dranbleiben und ja, es heißt jetzt einfach nur mal, sich umzuorganisieren. Das habe ich beim letzten Mal halt auch schon gesagt. Aber ich muss mir halt wirklich Gedanken machen, ob das jetzt tatsächlich auch der richtige Job ist für die nächsten Jahre. So gerne ich das auch mache. Aber ich muss einfach einen Weg finden, dass ich halt auch abschalten kann und dass ich halt auch nicht so viel immer davon mitnehme und dass ich halt gedanklich auch mal rauskomme und auch mir selber nicht so viel Arbeit mache. Und ja, das will ich jetzt einfach noch mal ein Stück weit versuchen. Jetzt die nächsten Tage. So lange habe ich ja nicht mehr die Möglichkeit, sage ich mal, mir da sehr viele Gedanken zuzumachen. Aber generell ist ja immer, kann man ja immer einen Jobwechsel anstreben. Ich muss einfach schauen. Also so wie es aktuell gerade läuft, so gerne ich das auch machen will, läuft es halt einfach für mich nicht wirklich gut. Und so kann ich mir das auch nicht vorstellen, das die nächsten Jahre lang zu machen. Und ja, das muss ich einfach mit mir selber ausmachen. Ich versuche jetzt mal, habe ich ja glaube ich beim letzten Mal schon von geredet, ein Stück weit auch einen Ausgleich zu schaffen, indem ich mal wieder Sport mache, weil ich habe auch viele Kilos zugelegt, einfach durch das ungesunde, schnelle Essen und einfach, weil man manchmal auch, muss man einfach so sagen, auch mal gerne einen Toast mit dick Butter drauf gegessen hat, um auch mal einen Ausgleich für den Tag zu haben. Man weiß natürlich, es ist absolut der falsche Weg, weil das macht einen zusätzlich nochmal unzufrieden. Aber ja, wie gesagt, da muss man jetzt einfach mal irgendwo einen Punkt finden, wo man jetzt ansetzt. Und ich arbeite nach wie vor dran und ich will jetzt auch versuchen, regelmäßig einfach weiter zu vloggen. Sodass das halt, da sieht man übrigens auch einen Rüsselkäfer auf dem Blatt. Jetzt weiß ich, ist das ein Rüsselkäfer? Jetzt weiß ich auch, woher die kleinen Fraßspuren kommen. Naja, auf jeden Fall gilt es jetzt, das alles ein bisschen umzuorganisieren. Die Vlogs, die sollen wirklich wieder regelmäßig kommen. Ich muss sehen, dass ich das auf der Arbeit umorganisiert bekomme, dass es ein Stück weit ruhiger wird für mich. Und ja, bestenfalls oder schlimmstenfalls, wenn es wirklich gar nicht geht, dann muss ich halt trotz allem irgendwie wieder einen Jobwechsel anstreben oder so. Also ich bin mir da aktuell
selber nicht so sicher. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal nebenbei, das muss ich gleich auch nochmal ändern, das Bild hier. Das steht bei mir gerade, während ich das hier gucke, hochkant noch. Auf jeden Fall werden wir jetzt weiter durchstarten. Wir werden regelmäßig wieder vloggen. Vielleicht wird es ein bisschen kürzer sein, vielleicht ein bisschen länger, das werden wir dann sehen. Es hat sich einiges getan. Der Garten ist richtig aufgeblüht. Ich glaube, hier sieht man es schon mal ein Stück weit. Wenn ihr euch erinnert, gerade eben, wo ich dort am Jäten war, da haben die Kartoffeln, die man jetzt hinten sieht, noch gar nicht rausgeguckt, weil das ja die zweite Reihe war, die später reingesetzt wurde. Hier sehen wir ein bisschen Akelei, die Lieblingsblume von meinem zukünftigen Schwiegervater. Ich habe hier auch kräftig gemulcht, weil der Boden darunter sehr sandig ist. Da hat ja vorher der Schuppen gestanden mit der kleinen Werkstatt drin und alles. Ja, deswegen muss aus dem Boden dort mehr Humus rein, mehr organisches Material. Ja, und Stangenbohnengestänge. Ich weiß, die sollten eigentlich 3 Meter lang sein. Es ist dieses Jahr erstmal ein Experiment. Die Stangenbohnen vorzuziehen war auch nicht die beste Idee. Ja, Learning by Doing würde ich sagen. Hier sieht man Erdbeeren und Zuckererbsen und rote Beete, die fleißig wächst. Das hat übrigens Sarah alles gefilmt. Auch cool mit den Regentropfen dort drauf. Oder besser gesagt Kondenswassertropfen. Ja, hier hat sie anscheinend nochmal die Ecke fotografiert, wo der Hauskobold wohnt, wo man die Schlüsselblume auch finden kann. Dort oben links sieht man noch eine Ecke in der Dachkonstruktion, die aus Asbest besteht. Die muss ich noch abreißen irgendwann. Ja, den Busch werden wir umpflanzen, denn das wird ja später mal das Hühnergehege werden. Das bin ich nebenbei übrigens auch am machen. Das ist schon wieder die zweite Lage Container. Das habe ich für euch alles gar nicht gefilmt. Ich habe teilweise den hinteren Bereich von der Werkstatt schon entrümpelt. Dort soll ein Hühnerstall rein. Ja, da haben wir natürlich unterm Fußboden verklappt, wie man so schön sagt, auch einen Haufen Asbestbruch gefunden. Dementsprechend kommt auch nochmal ein Asbestcontainer demnächst zu uns. Ja, es hat sich viel verändert. Viel gemacht. Wir können ja, ich denke, ich werde mir nachher nochmal die Kamera kurz schnappen und gehe mit euch nochmal selber eine Runde und machen einen Ausblick, wie es jetzt gerade so aussieht. Gegen Mittag soll es anfangen zu regnen. Aktuell, wie ich gerade sehe, ist es noch trocken. Das heißt, wir machen gleich mal eine kleine Tour und dann zeige ich euch es nochmal gerade ganz tagesaktuell, wie ihr es am heutigen Tag sehen werdet, aus dem Garten heraus. Ja, das hat sich übrigens auch schon wieder alles verändert dort. Der Rasen, der hat losgelegt. Also ich weiß nicht, was den geritten hat. Ja, mittlerweile das Insektenhäuschen das Bienenhäuschen ist wieder aufgehängt. Das hatte ich ja reingeholt, wo dann diese schlimme Frostnacht war, die auch wirklich für viele Verluste gesorgt hat, muss man auch sagen. Der Apfelbaum hat zum Beispiel kaum noch ertragene Äpfel. Also die sind alle abgefallen, alles abgefroren. Hier hat Sarah den Schrank ausgemistet. Das lag schon ewig an. Wir haben das ein bisschen umgestellt. Der kleine Hasenkäfig soll da natürlich davor. Okay, ich muss mal gucken, ob ich das noch enger zusammengeschnitten kriege. Ansonsten, ja, müssen wir beim nächsten Mal. Ich finde die Idee cool mit dem Schnippen. Ja, ich denke, wir kriegen das schon hin. Hier sieht man Flocke übrigens, eine Katze im Erdbeerbeet. Die liebt die Sonne. Ganz egal, was passiert, die ist immer in der Sonne. Ja. Und hier nochmal fast schon tagesaktuell haben wir jetzt am Freitag gemacht noch Bretter geholt. Tatsächlich für die Treppe draußen. Das werdet ihr jetzt auch sehen in den kommenden Vlogs, wie wir das alles dort machen. Ich habe das ausgemessen. Wir haben danach Material gekauft. Jetzt muss es zurechtgeschnitten werden und dann werden wir es irgendwann mal aufbauen. Ja, da lese ich gerade, ist es der richtige Zement? Weil ich dachte, nehme ich jetzt einen normal abbindenden oder nehme ich wirklich so einen Schnellzement, den man trocken ins Loch kippt und dann nur ein bisschen Wasser drauf gießt. Aber wir haben uns dann doch für den normalen entschieden aus Kostengründen. Sportlich eingeladen und ja,
Gut, so viel ist auf jeden Fall jetzt erstmal das Videomaterial bis zu dieser Stelle. Wir reden dann jetzt gleich live weiter und ich würde sagen, dann gebe ich mal ab an mich aktuell in die aktuellen Videoaufnahmen. Also bis später. Ciao. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich euch nicht vorenthalten, was die Schwiegereltern in der Zwischenzeit so Schönes gebastelt haben. Und zwar hat Sarah hier einen neuen Unterschrank bekommen für ihre Arbeitsplatte. Und ich finde, der ist einfach fantastisch geworden. Also das sind alles einzelne Schubladen, aufwendig verkleidet mit Zierleisten und extra mit so einer Blume drauf und mit so einem Knauf vorne dran. Also einfach fantastisch. Ja, das ist ursprünglich mal der Schrank gewesen, der hier im Wäschezimmer stand. Und ja, der wurde jetzt einfach mal komplett auseinandergebaut, komplett umgebaut und liegt jetzt dort flach auf der Seite und hat dann dementsprechend diese wunderschönen Schubladen bekommen, die ja einfach eine Menge Stauraum auch bieten, muss man auch sagen. Also Sarah hat den ja mittlerweile schon eingeräumt. Da kriegt man ordentlich was rein. Und es ist halt super praktisch, dass man die einzelnen Schubfächer auch wie, ja, so Kisten rausnehmen kann. Das heißt, in dem einen Schubfach sind die Malersachen drin. Das kann man sich dann einfach rausziehen und kann man sich dann dort dementsprechend hinstellen. Ist super praktisch und dementsprechend auch gut gemacht, weil steht auch noch ein Stück weit zurück, sodass man halt noch mit einem Stuhl ranrücken kann an die Arbeitsplatte. Also einfach fantastisch. Das war eine ganze Menge Arbeit. Die Schubladen, alle 8 Schubladen, die ihr dort seht, die sind komplett selbst gebaut. Also vom Rohholz bis zum Endresultat sozusagen. Also einfach Wahnsinn, einfach Wahnsinn. Vor allen Dingen die Geduld zu haben, diese ganzen Leisten dort alle drauf zu kleben und das dann alles auch passend zur Zimmerfarbe noch zu lackieren. Also, ja, nicht schlecht. Die Idee war auf jeden Fall super. Viel besser als den ursprünglichen Schrank, den wir uns dort schon mal hingestellt hatten. Also ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Ja, und natürlich will Sarah euch jetzt nicht zeigen, wie die Schubladen von innen aussehen. Vielleicht macht es dann, wenn es dann endgültig soweit alles fertig eingeräumt ist. Auf jeden Fall riesiges Dankeschön an euch beide, dass ihr das hier realisiert habt und dass wir jetzt so einen fantastischen Unterschrank haben für Sarahs Arbeitszimmer. Einfach klasse. So Leute, ja, wie versprochen, wir machen jetzt mal unsere kleine Runde hier durch den Garten und durchs Haus. Hinter mir seht ihr notdürftig die Wäschespindel, Wäscheständer, der jetzt hier oben steht, damit man sich hier noch bewegen kann, denn es soll ja heute regnen und wir haben dementsprechend hier in dem Raum, der zwischendurch mal aufgeräumt war, nicht so viel Platz, denn wir mussten ja vieles vor dem Regen in Sicherheit bringen. Unsere ganzen Anzuchtgeschichten, Paprika, Zucchini, Chili, dann ja, Pflück- oder beziehungsweise Einlegegurken, die jetzt gerade raussprießen. Ich muss sagen, das ist auch Wahnsinn. Gestern war der hier zu sehen, der kleine Kollege hier. Und all die grünen Punkte, die jetzt hier rauskommen, die sind alle über Nacht rausgekommen. Also Wahnsinn, was das so teilweise ja, an Geschwindigkeiten vorlegt. Ja, gut. Dann schwenken wir mal rüber. Und da seht ihr dann jetzt das ja, Hasendomizil mit dem Schrank, den Sarah im Video aufgeräumt hat. Ich habe dort vorne noch eine Latte drauf gemacht, damit die den nicht, wenn die dort rumkaspern, irgendwie runterschmeißen können. Weil ja, man will ja nicht, dass die dann sich irgendwie verletzen, wenn die dort runterfallen. Ja. Ach ja. Ja, aktuell muss ich sagen, sieht es noch gar nicht so sehr nach Regen aus. Es ist zwar bewölkt, aber ja, wir haben ja auch noch ein Stündchen Zeit, bis es dann mal losgehen soll. Ja, so schön ruhig. Wir gehen jetzt mal hier vorne durch. Dann schwenke ich hier mal rum. Da vorne, das ist ein kleines Gewächshaus. Steht schon ein Maurerkübel. Da kann man dann bestimmt 2, vielleicht auch 3 Tomatenpflanzen anzüchten oder einpflanzen. Das
Folienoberteil habe ich wieder abgemacht. Das kommt jetzt demnächst drauf, wenn es rausgepflanzt wird. Weil ich jetzt einfach nicht wollte, dass es in der Zeit schon irgendwie kaputt weht. Weil die haben doch eigentlich schon, hatten die für diese Woche, für Donnerstag, ganz schön viel Wind und Sturm und so angekündigt, auch mit Starkregen. Davon sind wir Gott sei Dank verschont geblieben. Aber wir haben uns ja nichtsdestotrotz darauf vorbereitet. Ja, schwenken wir mal einmal rüber. Oh, jetzt kommen ein paar Regentropfen. Hier vorne stehen 2 Disteln. Ich weiß nicht, ob es Disteln sind. Ich könnte mal versuchen, einmal ein bisschen näher ranzugehen. Vielleicht erkennt ihr, was es für eine Pflanze werden soll später mal. Und zwar die hier. Die hat auch Stacheln auf den Blättern. Also es ist irgendeine Art von Distel, hat die Nachbarin gesagt. Und die kriegt große Blüten, wo dann auch die richtig cool ist dann, oder beziehungsweise cool sind für Schmetterlinge. Und deswegen habe ich gesagt, ja, soll sie 2 mitbringen, habe ich hier vorne hin. Ich mag ja sowieso Disteln. Ja. Und ansonsten seht ihr hinter mir noch die Pfingstrosen, die gerade ein bisschen blühen. Unser Biotop dort mit dem Birnbaum und dem Pfirsichbaum, wo auch jetzt ganz viel Habichtskraut wächst. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist so eine Art Bodendeckerpflanze auch. Die kann man dann nutzen, wenn man halt Flächen bepflanzen will, wo dann kein Unkraut wachsen soll. Ich zeige euch das mal. Das hier ist das gute Zeug. Und das wächst so dicht, dass eigentlich kaum bis gar nicht das meiste an Unkraut die Gelegenheit hat, dort rauszuwachsen. Ja, dort hinten kann es dann jetzt mal ein bisschen austreiben und sich weiter vermehren. Ihr habt vielleicht auch im Video gesehen, ich habe ein Bild gemacht von einer Ameise. Das ist eine Waldameise. Ich weiß, dass es hier in der Umgebung oben auf einem Hügel ein Ameisennest gibt. Und die verirren sich anscheinend auf ihren langen Routen auch mal hierher zu uns. Es wäre natürlich super cool, wenn die jetzt sagen würden, wir machen dort einen Ameisenhaufen hin. Weil wir haben ja Tannennadeln genug dort von der anderen Seite, von einem großen Baum. Dort könnten die auch ein Nest machen, aber ich glaube, das wäre schon die ideale Stelle. Aber da gibt es natürlich schon einiges an Ameisenkonkurrenz. Ja. So. Unsere Erdbeeren. Ihr seht schon, alles voller Blüten oder größtenteils schon in angehende Erdbeeren übergegangen. Also wir werden sehr viele Wilderdbeeren haben dieses Jahr. Da freuen wir uns auch schon drauf. Ja, unser dunkler Schuppen. Das Holz wird langsam weniger. Wir haben ja immer mal wieder die Feuerschale an. Hier lagert aktuell das Heu, was ihr im Video gesehen habt, weil es soll ja heute regnen. Ja, dann machen wir hier noch mal einen kurzen Abstecher rein. Ich hatte ja gesagt, dass wir einen Hühnerstall machen wollen und dementsprechend bin ich gerade hier am Werkeln. Sieht sehr chaotisch aus, aber es ist schon halb so chaotisch, wie es vorher war. Und dann gehen wir mal direkt auch in den nächsten zukünftigen Hühnerstall. Hier ist natürlich noch eine Menge Arbeit. Oh Gott, das muss ich wahrscheinlich zensieren. Wartet mal, ich mache mal einen kleinen Cut. So, ich weiß nicht, ob ich es jetzt zensiert habe oder ob ich es so einfach so durchlaufen lassen. Ich habe jetzt mal das Bild hier abgemacht. Ja, da war so eine Kunstmalerei von so einer, ja, gar nicht bekleideten Frau. Obwohl, da mache ich euch dann wieder neugierig. Ich mache nochmal einen Cut und dann sehen wir uns vielleicht einfach ohne Kommentar wieder. So. Ja, hier habe ich heute Morgen noch umpikiert. Ein paar Möhren, Radieschen. Ja, hier fahren die ganze Zeit Autos. Wir machen es mal ein bisschen an. Ja, und anders sieht im Prinzip so aus. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich habe es ja gerade schon reingeschrieben, kurz vorher. Aber es fehlt ein bisschen was. Den Hühnerstall bekommt ihr dann im nächsten Vlog zu sehen. Ja, und jetzt müsst ihr halt Vorlieb nehmen mit den Sequenzaufnahmen, wo ich mal zwischen den Autos Gelegenheit hatte,
ein bisschen was bei euch zu filmen. Hier seht ihr Rüben, Salate, auch diese exotischen Romana-Salate, was auch immer das ist, Spinat, eine Sonnenblume, die sich dort rein verirrt hat, Radieschen teilweise und natürlich Kohlrabi. Ja, wächst alles fleißig vor sich hin. Auch wenn wir jetzt in der Aufnahme davor irgendwo mal einen Rüsselkäfer gesehen haben. Aber ja, ich denke, das ist jetzt der eine Rüsselkäfer ist auch nicht so schlimm. Ja, hier seht ihr, hat sich einiges verändert. Die ganzen Möhren dort vorne im Beet, die sind schon richtig rausgeschossen. Zwiebeln, alles wächst wie verrückt. Die Kartoffeln, das ist ein richtiger Urwald geworden. Ja, die Stangenbohnen, wie gesagt, die müssen sie nur so ein bisschen machen. Aber den Kartoffeln kannst du halt beim Wachsen zuschauen. Da oben links im Bild sieht man auch noch Lauchzwiebeln. Bisschen weiter hinten haben wir auch ganz normalen Schnittlauch, Pastinaken, noch ein paar mehr Möhren. Dann hier vorne die Beete mit den Zuckererbsen, die sind auch schon richtig dabei, die haben Schoten ohne Ende. Da haben wir gerade kurz den Baum gesehen, den habe ich mittlerweile auch angebunden. Alles einwandfrei vorbereitet. Ja, hier vorne gleich nochmal die Erbsen. Dann haben wir nochmal einen kurzen Rückblick auf die Erdbeeren, die dort wachsen. Die strugglen gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es denen. Also die wachsen zwar wieder, aber die hatten zwischendurch echt mal so einen kleinen Hänger. Ja, und hier sieht man vor 11 Tagen reingesteckt Erbsen, Buschbohnen, Erbsen sage ich schon. Die sind jetzt tatsächlich alle gerade dabei rauszukommen. Sieht so ein bisschen aus wie, als wenn die aus so einem alten Flussbett rauswachsen. Aber gefällt mir gut. Ja, und hier die Markerbsen sind es in dem Fall. Die Zuckererbsen wachsen oben weiter, aber ihr seht schon, es sind einige Schoten da und die sind auch schon teilweise echt befüllt. Und hier müssen auch mal die Hütchen über den... Ja, jetzt habe ich tatsächlich so lange gequatscht, dass die Videosequenz schon aufgebraucht war. Und naja, so ist das manchmal. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick bekommen vom Garten und ja, ich gebe euch dann einfach mal weiter an den Abschluss, Abmoderations-Christian und ja, bis dahin. Ciao. So, damit sind wir jetzt auch am Ende unseres kleinen Rundgangs angekommen. Ihr habt gemerkt, ich musste das jetzt drüben mit dem Garten ein kleines bisschen anders machen. Da war so viel Verkehr, dass ich halt immer versucht habe, während der kurzen Pausen dazwischen ein Stück weit den Garten weiter zu filmen. Ich hoffe, es kommt trotzdem gut rüber. Ich denke, ich werde es auch nicht extra überkommentieren, sondern ich lasse es einfach so durchlaufen. Es ist ja nicht besonders lang. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie die nächsten Wochen werden. Ihr müsst auf jeden Fall ganz doll die Daumen drücken, dass ich das hinbekomme, das so weit zu organisieren, dass es ja für mich vom Arbeitspensum her und von der Freizeitgestaltung auch ein Stück weit wieder normalisiert läuft und nicht so wie jetzt, so ein absolutes Chaos. Ja, aber ich denke mal, das kriegt man schon irgendwie geregelt. Und ja, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Bock habt, dann seid auf jeden Fall nächstes Wochenende wieder mit dabei. Wir haben ja morgen noch einen freien Tag vor uns. Da werden wir bestimmt auch noch ein bisschen was machen, auch wenn es jetzt gerade anfängt zu regnen und ich noch nicht geschaut habe, wie das Wetter morgen werden soll. Aber ja, wir lassen uns ganz einfach überraschen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und lasst euch nicht ärgern. Vor allen Dingen macht ein bisschen entspannt, macht nicht so wie ich. Ansonsten kommt ihr vielleicht auch nochmal an diesen Punkt. Und ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Ciao.